Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Heute geht es um dieses Objekt, Schale, Hohlform, Kunstobjekt, wie auch immer. Das war in der Massigkeit auch für mich jetzt eine Premiere, hat Spaß gemacht und da wird noch mehr kommen, also bleibt dran. Aber es gibt natürlich bei den großen Dingern auch diverse Schwierigkeiten und einiges zu überlegen. Daran möchte ich euch heute teilhaben lassen. Das heißt, das Video wird viel zu lang, ich rede viel zu viel und deshalb geht es jetzt gleich los. Da steht das gute Stück jetzt von der Rinde befreit und ich möchte da wieder so eine große Schale draus drechseln. Die wird jetzt mal ein bisschen gedrungener als die andere. Die verlinke ich mal da oben, wenn ich rausfinde, wie das funktioniert. Und im Prinzip gibt es dafür jetzt 3 Hauptansichtsseiten. Das wäre einmal die da hier, die man benutzen könnte. Da habe ich aber hier den großen Ast, wo ich da also voll ins Hirnholz die ganze Zeit reinschneiden würde. Das finde ich ein bisschen unangenehm und der Stamm hat auch auf der Seite hier kaum eine eigene Wölbung. Dann gäbe es diese Fläche hier, die sieht schon besser aus. Allerdings bewegen wir uns hier das Ganze ja alles schräg beim Fällen. Die Holzfäller, von denen ich das bekomme, die nehmen natürlich keine Rücksicht auf meine Belange. Also ich bin hier dann auf der kürzeren Seite von diesem schräg gefällten Baum. Wird dann eben von der Gesamtgröße ein bisschen kleiner. Ich möchte eigentlich schon das Maximum ausreizen. Damit bleibt hier die dritte Seite übrig als Oberseite. Mittelpunkt wäre also ungefähr hier. Und der Rest ergibt sich dann von selber. Eine weitere Schwierigkeit, mit der ich hier zu kämpfen habe, ist, dass der Stamm schon eine natürliche Wölbung aufweist in der Richtung, in der ich die Schale drechseln möchte. Das ist schön, dass ich das ausnutzen kann. Das einzige Problem ist, man spannt ja zunächst mal von der Innenseite, um dann später die ganzen Schraubenlöcher rausdrehen zu können. Aber durch diese natürliche Wölbung, wenn ich hier eine Planscheibe aufsetze, die dann hier angeflanscht wird, und die Ebene direkt hier mit dem Maschinenkörper abschließt, dann stößt das Ding an, beim ersten Versuch es drehen zu lassen. Und weil ich hier nicht zu viel wegsägen möchte, um eben diese schöne natürliche Form auszunutzen, habe ich mir hier beim örtlichen Schlosser an eine Standardplanscheibe eine Verlängerung und eine Stahlscheibe mit ein paar Bohrungen für die Schrauben machen lassen. Damit habe ich also eine Verlängerung, komme hier vom Maschinenkörper weg. Die Lager in der Maschine halten das problemlos aus, auch wenn dadurch natürlich größere Hebel entstehen. Aber die sind derart überdimensioniert, das sollte überhaupt kein Problem darstellen. Das Bajonett einzufädeln war eine echte Herausforderung. Da musste ich zigmal korrigieren, bis ich das endlich drin hatte. Und selbst dann war noch so viel Reibung, dass ich mit dem Hakenschlüssel und ein paar leichten Hammerschlägen das Ganze reinrütteln musste. Das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Vorsichtig ablassen und hoffen, dass kein Unglück passiert.
Soweit alles okay, aber das Stück ist überhaupt nicht im Gleichgewicht. Ich habe größte Mühe, das von Hand durchzudrehen. Erstaunlich aber wahr, man kann die VB36 tatsächlich an ihre Grenzen treiben. Mit ein bisschen Unterstützung funktioniert's. Jetzt kriege ich zwar Rotation, aber extrem ungleichmäßig. Ich nehme an, da ist immer noch ein Haufen Schlupf im System. Das ist natürlich auch nicht ganz optimal. Sprich, hier müssen jetzt erstmal einige Kilo weg. Hier fallen ganz vorsichtig die ersten Späne und die Kratzer am Werkstück sind dann ein sehr gutes Zeichen dafür, wo man mit der Kettensäge nochmal nachkorrigieren kann. Im Laufe der Zeit schneidet man dann immer mehr ins Holz und kann das Werkzeug dadurch sicherer führen. Damit sind aggressivere Schnitte möglich und der Prozess geht schneller. Man sieht hier auch sehr schön die ausgerissenen Fasern, wo ich von außen her reingedrechselt habe, entgegen der eigentlichen Richtung. Und hier der saubere Schnitt, wo ich hier schön entlang an der Oberfläche immer in die unterstützten Fasern reingeschnitten habe. Ganz anderes Ergebnis, aber ich habe am Anfang einfach nichts gesehen an den Außenseiten. Also erstmal versucht, Material runterzuschrubben, irgendwie, Hauptsache weg. Inzwischen sieht das Ganze dann schon anders aus. Ich möchte aus dem Ganzen hier keine ganz normale Schale drechseln. Das wäre dann doch ein bisschen zu langweilig. Sondern ich möchte hier den Schwung, den die Schüssel hier schon anzeigt, ungefähr bis hier oben verlängern und dann hier so eine Winged Bowl draus machen. Und bevor ich das Ding dann aber umspannen kann auf die Rückseite, muss ich hier auch noch am Boden ein bisschen was arbeiten. Das wäre die kleine Planscheibe. Selbst die ragt also über die aktuelle Bodenfläche noch hinaus. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Ich könnte noch die ganz kleine nehmen. Das würde einigermaßen gehen. Die hat hier schräge Bohrungen. Das heißt, die Schrauben auszureißen wird umso schwieriger. Das werde ich höchstwahrscheinlich versuchen. Aber für diese sehr kleine Auflagefläche muss erst noch richtig viel Gewicht weg. Das heißt, ich muss nachher auch noch an der Innenseite, so gut ich halt hinkomme, hier weitermachen. Wenn wir hier einmal außen rum laufen, dann sieht es ungefähr so aus. Dank der Verlängerung hier habe ich relativ viel Platz zum Arbeiten. Das heißt, ich kann hier auch erstmal anfangen mit Aushöhlen. Und hier in dem Bereich, wie gesagt, erstmal ein bisschen flacher. Dann mit einem eleganten Schwung hier nach hinten. Und da ungefähr fängt dann die tiefe Schale an. Ich werde wahrscheinlich auch auf dieser Seite hier, wo das Ganze noch nicht so massiv ist, hier drüben werde ich also beim Aushöhlen höchstwahrscheinlich durchbrechen und also eine Öffnung nach außen haben. Ich bin sehr gespannt, wie das wirkt. Der freistehende Werkzeugständer wandert durch die Vibration auf dem Betonboden und schleift gelegentlich am Werkstück. Wieder zurück auf der Innenseite taste ich mich allmählich an die endgültige Form der Flügel heran. Auf
der Innenseite habe ich jetzt einiges an Gewicht rausgenommen. Damit kann ich jetzt auch die Drehzahl vorsichtig ein bisschen erhöhen und sehe dann auch die Außenbereiche besser, wenn die sich schneller drehen. Und habe deshalb beschlossen, jetzt also hier an der Außenkontur erstmal wieder weiterzumachen. Auch wenn die Übersicht mit der höheren Drehzahl jetzt besser wird, werde ich hier im Außenbereich nur ganz vorsichtige und dünne Spänchen abnehmen. Es gibt hier auch einfach überhaupt kein Material, an dem ich die Phase anlegen könnte. Ich versuche jetzt das Innere der Schale so weit wie möglich auszuhöhlen, sodass nach dem Umspannen möglichst wenig Masse übrig bleibt. Jetzt wird die Bodenfläche vorbereitet für die Montage der kleinen Planscheibe. Die steht ein bisschen über, aber hat immer noch mehr Auflagefläche als die ganz kleine und mit genügend Schrauben wird es schon halten. Mit der Kettensäge schwäche ich jetzt den Zapfen so weit, dass ich den Rest abbrechen kann. Die Gefahr dabei ist, dass das Werkstück abstürzt, aber es geht alles gut und ich bin glücklich. Bei so großen Werkstücken lohnt es sich, mit der Kettensäge vorzuarbeiten, zumal der ausgefranste Zapfen hier sehr unangenehm zu drechseln wäre. Mit der Hand auf der Maschine prüfe ich die Vibration, während ich vorsichtig die Drehzahl erhöhe. Jetzt geht's ans Aushöhlen. Nach dem Umspannen läuft das Stück anfangs nicht ganz rund. Ich wechsle zwischen dem Ausdrehwerkzeug und der Röhre hin und her und suche nach der besten Methode. In der Zeitlupe erkennt man sehr gut, dass auch der massive Werkzeugständer der VB36 durch die Kräfte in Vibration gerät. Wenn man einhakt und die Kraft zu groß wird, schaltet die Maschine sicherheitshalber ab.
Hier sieht man auch sehr gut, dass trotz des langen Hebels die Kräfte und Vibrationen teilweise schwer kontrollierbar sind. Das wird durch den unterbrochenen Schnitt natürlich nicht einfacher. Deshalb beschwere ich und dämpfe ich die Werkzeugauflage mit Sandsäcken und Gewichten. Das macht einen großen Unterschied und hilft sehr. Hier mal ein etwas genauerer Blick auf das Ausdrehwerkzeug. Eine massive Konstruktion mit einstellbarer Kröpfung und auswechselbarem Schneidrad. Und auch hier muss natürlich die Werkzeugauflage regelmäßig angepasst und neu eingestellt werden. Das ist ein bisschen umständlicher als bei einer Standardauflage an einer kleinen Drechselbank. Den Hinterschnitt versuche ich so weit wie möglich mit der Röhre zu drehen, muss mich aber aus dem Flugkreis des Werkstücks raushalten. Ich möchte ja nicht, dass die Flügelchen an der aufsteigenden Seite von unten gegen mein Werkzeug schlagen. Allmählich wird das Aushöhlen ganz schön schwierig. Ich kann hier den Durchmesser nicht mehr größer rausdrehen, sonst wird mir hier der Steg zu dünn. Das heißt, ich bekomme jetzt beim Aushöhlen hier einen gewaltigen Hinterschnitt rein. Das sind jetzt also schon gute 6 cm hier und ich muss noch ein Stückchen weiter, um hier unten eine vernünftige Wandstärke zu bekommen. Das heißt, ich kann so jetzt nicht mehr weitermachen, ich kriege viel zu viel Werkzeugüberhang. Das rattert und vibriert wie blöd. Das heißt, ich muss jetzt hier diesen Swivel Head, nennt sich das ganze Ding hier, also diesen drehbaren Kopf hier vorne aufsetzen. Dann kommt die Gabelführung vorne in diesen Swivel Head rein. Und normalerweise ist der hier mit so einer Schnellspannschraube befestigt. Aber dafür ist kein Platz, das heißt, ich werde das jetzt mit einer ganz normalen M10 von unten her verschrauben und dann muss ich halt zum Justieren immer mit dem Gabelschlüssel kommen, aber anders geht es halt leider nicht. Bei der extrem eingestellten Kröpfung ist die Rotation des Werkzeugs das größte Problem und es ist sehr anstrengend zu halten. Es gibt die Möglichkeit, einen Quergriff zu montieren, aber der sitzt zu weit vorn und ich wäre dann mit den Händen im Gefahrenbereich. An Stellen mit guter Werkzeugkontrolle produziert das Ausdrehwerkzeug sehr hübsche Späne. Die großen Kräfte, die bei solchen Werkstücken auftreten, fordern ihren Tribut. Der Knick hier im Schaft vom Ausdrehwerkzeug lässt sich hoffentlich nochmal gerade biegen, ohne dass es abbricht, aber der Kopf ist im Eimer und muss ersetzt werden. Nach dem Drechseln folgt das Schleifen. Im Bereich des Hinterschnitts komme ich mit keiner Maschine richtig ran, also nehme ich die Raspelscheibe vom Winkelschleifer als Handwerkzeug. Durch die Vibration des Werkzeugs ist die Oberfläche hier sehr grob und macht es notwendig. Später arbeite ich mit einer Kombination verschiedener Schleifwerkzeuge und Antriebe. Ein echter Gamechanger war diese kompakte Winkelbohrmaschine von Fein, die ich noch gefunden habe. Mit der konnte ich auch die schwierigen Stellen erreichen. Leider gibt es für die Schleifpads keine sehr groben Papiere, das hört bei 80er Körnung auf, also musste ich mir die gröberen selber zurechtschneiden. Und bevor ich das Werkstück von der Maschine nehme, mache ich den Boden so weit wie möglich fertig, soweit es eben mit der montierten Planscheibe geht.
Und auch am Boden gilt wie überall, erst Kettensäge, dann Raspelscheibe und dann schleifen, schleifen, schleifen. Der Abschluss ist dann immer der schönste Moment, wenn man das Öl aufträgt und die Maserung so richtig rauskommt.